Einen wunderschönen guten Tag, liebe Image Sales Community. Herzlich willkommen zu unserem ersten Best Practice Vermarktungstraining heute. Und zwar im Rahmen des Image Sales Mentoring Programms. Einmal im Monat findet dieses Training statt. Und es geht hier darum, euch Tools, Workflows, Automatisation und Erleichterungen mitzugeben, wie ihr auf der einen Seite eure Sichtbarkeit und euren Umsatz steigern könnt, euer Image verbessert, aber weniger Ressourcenaufwand dadurch habt. Das heißt, eine Erleichterung eurer Arbeit und sehr, sehr viel eben im Bereich Automatisierung, sprich, dass ihr euch bzw. eure Mitarbeiter so ein klein wenig im Bereich Ressourcenoptimierung duplizieren bzw. multiplizieren könnt. Heute schauen wir uns eine Social-Media-Plattform an, beziehungsweise eine Hilfestellung für Instagram. Denn Instagram, ich zeige es mal gerade ganz kurz, jetzt will ich mal kurz den Bildschirm teilen. So, in Instagram, wie ihr hier seht, hat folgendes Problem. Wir reden hier nicht von den Stories, sondern von dem Feed. Also alles das, was ihr hier seht im Endeffekt, haben wir nur die Option, an einer Stelle einen Link zu vergeben, und das ist hier in eurer sogenannten Bio. Die Bio ist das in Instagram das Kurzprofil, und kurz, wie ihr hier seht, ist im wahrsten Sinne des Wortes auch so gemeint, denn es ist nicht wirklich lang. Wenn ihr jetzt fragt, wie gestalte ich denn eine Bio, ob für Instagram, für LinkedIn oder für andere soziale Netzwerke, was muss da rein und wie geht das? Das schaut bitte im Image Sales Mentoring Programm unter der Rubrik oder unter dem System Bühne nach, beziehungsweise den passenden Termin, wo wir dazu ein Training machen werden oder gemacht haben, je nachdem, wann du dir das hier anguckst. So, es gibt zwei Möglichkeiten, wie man diese Bio beziehungsweise diesen Link in der Bio hier verwenden kann. Viele setzen hier einfach einen Link, die Webseite beispielsweise ein, um wenigstens einen Ankerpunkt zu haben, oder wenn ihr einen Shop habt, dass die Leute quasi zentral auf diese Plattform kommen. Es gibt auch die Alternative, um mehrere Links gleichzeitig anbieten zu können, was ihr auch bei vielen sehen werdet, ist das Thema Linktree. Ja, das heißt, ihr werdet auf eine andere Seite verlinkt, in diesem Fall Linktree, Tree. Und ihr seht hier die unterschiedlichen Links, die ihr einpflegen könnt. Ihr könnt allerdings nicht einen Link zu einem Post verlinken und sagen, okay, du hast dir diesen Post angeguckt, jetzt ist dieser Link relevant. Das ist nämlich der große Nachteil. Du kannst hier sehr viele Links einpflegen. Ich zeige euch mal kurz den Admin-Bereich. Ja, dementsprechend könnt ihr hier einiges mehr hinzufügen, die Links, den Namen dann dazu. Ihr seht ja auch die Statistiken dann dahinter. Aber derjenige muss sofort innerhalb von Sekunden verstehen, okay, welcher Link ist denn jetzt passend zu dem Post, den ich gerade gelesen habe. Wenn ihr also mehrere Kampagnen nacheinander macht und auch wollt, dass alte Posts, wenn man so durch euren Feed scrollt, trotzdem noch verlinkt sind und die Angebote dahinter immer noch aktuell sind, dann ist das hier nicht unbedingt die beste Idee, denn wenn ihr hier 20 Links habt, hilft das keinem, verwirrt wie eine riesengroße Speisekarte mit 6 Seiten. Am Ende des Tages nehmen die Leute das, was sie kennen, oder hier gar nichts, weil sie dementsprechend verwirrt sind. Eine Alternative dazu möchte ich euch heute anhand eines Tooltips mitgeben, und zwar im Sinne, oder das Tool heißt Publer. Was macht es? Es gibt mehrere Funktionen, aber die Hauptfunktion möchte ich dir hier darstellen. Und zwar haben wir beispielsweise vor kurzem mit der lieben Claudia Kohn ein Webinar gestaltet. Das haben wir nicht nur im Feed, sondern auch auf anderen oder in anderen Bereichen gepostet. Wir wollten aber natürlich auch, dass, wenn jemand sich den Post anguckt, der sich auch im Webinar anmelden kann. Wie mache ich das? Normalerweise gehe ich jetzt auf diesen Post, gucke mir das an, und hier wäre jetzt ein händisch zu kopierender Link zum Eintippen. Ist natürlich maximal unpraktisch, wird nicht funktionieren. Was haben wir gemacht? Wir haben Publer eingesetzt, worüber dieser Link hier entsteht, und wenn du da drauf klickst, dann kriegst du ein Abbild des Feeds dargestellt, aber nur mit den verlinkten Kacheln. Also Kacheln, ja, sind diese Feeds, diese Postings in deinem Feed. So, und hier siehst du beispielsweise diese Kachel. Und wenn ich jetzt hier drauf klicke, wie es oben drüber ja auch schon in der Anleitung steht, klicke auf den entsprechenden Post, um weitergeleitet zu werden, passiert das hier. In dem Fall, dass du zur Anmeldeseite des Webinars weitergeleitet wirst oder zu deiner Kampagne, zu deiner Upsell-Seite, zu einer Lead-Page, was auch immer du dahinter verlinken möchtest. So. Es gibt ja noch ein paar andere lustige Gimmicks dann dabei, das habt ihr vielleicht schon gesehen. Zum einen hast du hier oben einen Link, der dich zusätzlich noch direkt zur Webseite von dir bringt, wenn du diesen Link so nutzen möchtest. Und du hast parallel zu diesen
Zusammenstellungen deiner Stories an der Stelle hier auch nochmal die Möglichkeit, andere Dinge zu verlinken, wie andere Social-Media-Kanäle oder in diesem Fall unsere beiden internen Podcasts, die wir für euch produzieren. Das heißt, wenn du da draufklickst, kommst du dann direkt auf die Podcast-Webseite beziehungsweise zu eurem YouTube-Kanal oder zu euren Webinaren dann dahinter. Und so hast du die Möglichkeit, hier mit einem einzigen Link eine ganze Welt an Vermarktungsmöglichkeiten aufzubauen. Schauen wir uns das Tool also mal konkret an. Das ist Publer, verlinke ich euch unter diesem Video, je nachdem, worüber ihr guckt. Es ist ein Partnerunternehmen von uns. Wenn ihr über unseren Link geht, kriegt ihr da auch noch eine kleine Vergünstigung dahinter. So, ich will euch hier nicht den ganzen Setup erklären, weil das eine Menge Holz ist, was dahinter funktioniert, aber gucken wir uns jetzt einmal konkret an. Ihr seht, es gibt mehrere Accounts oder mehrere Möglichkeiten, die wir dementsprechend verlinken können, unter anderem auch Telegram und ja, WhatsApp ist rausgeflogen vor kurzer Zeit, aber TikTok ist mittlerweile auch möglich. Publer ist im Grunde genommen in erster Linie erstmal ein Automatisierungs-Postings-Tool. Das heißt, dass ich hier automatisch zum Beispiel eine ganze Woche, einen ganzen Monat oder eine gewisse Zeit an Posts voreinstellen kann zu einer gewissen Uhrzeit mit gewissen Links dann dahinter und auch sogar mit Reaktionen. Soweit will ich heute nicht ins Detail gehen, sondern heute gucken wir uns ganz konkret einfach nur die Bio an. Wir gehen also in den Instagram-Account. In dem Fall ist der schon hinzugefügt. Ihr würdet den einfach neu hinzufügen. Und hier gibt es dann die Möglichkeit Link in Bio. Zum einen werdet ihr erstmal gebeten, euren Account hier hinzuzufügen und du siehst, du kannst hier bis zu 15 Links zusätzlich hinzuaddieren und das hier ist die Bio oder der Bio-Link, den du kopierst und hier reinsetzt, wie du das sehen kannst. So, zum einen hast du hier eben die Möglichkeit, wie ich dir das hier gezeigt hatte, dass du hier oben über den Button deine Webseite eingeben kannst, den gibst du hier ein, dann gibst du dem Button einen individuellen Namen und du kannst, wie du das hier siehst, quasi in diesem Kästchen auch nochmal hier ein Call to Action machen, was wir in jedem Posting hinzufügen, so nach dem Motto, wenn du zu der Seite kommen willst, wenn du dir den Post, oder den Artikel oder das Webinar angucken oder dich dazu anmelden willst, dann klicke, es gibt da eine kleine Anleitung, die wir immer reinschreiben, dann klicke in die Bio auf den Link und auf die entsprechende Kachel und dann wirst du weitergeleitet. Ist leider ein 2-Schritt-Prozess, aber so ist das nun mal. So, und hier habt ihr halt auch die Möglichkeit, wie ich das gerade schon gezeigt hatte, hier oben diese Bereiche anzulegen. Ihr könnt sie verschieben, ja, so wie ihr das von der Reihenfolge haben wollt. Ihr benennt sie bitte möglichst kurz. Deswegen haben wir das jetzt auch mit BK abgekürzt und dem IS, also sprich dem Image Sales Podcast, weil ihr seht, noch nicht mal Podcast wird hier richtig ausgeschrieben, ja, damit man das irgendwie noch wahrnehmen kann und lesen kann. Versucht euch hier in der Zeichenanzahl möglichst kurz zu halten. Dann setzt ihr hinter den Link und wenn ihr den nicht mehr haben wollt, könnt ihr den removen oder ihr könnt entsprechend einen neuen Link hinzufügen. Das ist sogar das allgemeine Setup der Bio, nämlich das, was ihr hier quasi drumherum habt. Aber wie füge ich jetzt diesem einen Post einen Link hinzu, damit ich zur richtigen Kampagnenseite weitergeleitet werde? Das passiert in dem Moment, wenn ich sage, ich möchte ein Posting kreieren. Ich zeige euch das hier mal anhand der Media Library. Quasi, was haben wir gepostet? Eben an dem Voice Branding Post. Das heißt, ihr seht, hier ist der Text mit dem entsprechenden Bild, was wir hier quasi drin haben. Ja, wenn ich das öffne, ihr seht hier den Text, den wir hier eingetragen haben und es gibt dann immer noch ein Kästchen, das heißt Link in Bio und hier ist dieses Webinar dementsprechend verlinkt. Das Lustige ist, wenn ihr diesen Post einstellt, ihr könnt dann auch Kommentare noch hinzufügen. Ihr könnt den hier auch nochmal von anderem Netzwerk teilen oder dementsprechend auch direkt sehen, wie es hier funktioniert oder den auch wieder verwerten, wenn ihr zum Beispiel ein regelmäßig wiederkommendes Webinar-Thema habt, beispielsweise. Ja, und so habt ihr hier eine Vielzahl von Links beziehungsweise eure ganze Palette an Vermarktungstools und Plattformen, die ihr sowieso schon nutzt, in einem Tool vereint beziehungsweise unter einem Link vereint, der euch die Möglichkeit gibt, hier viel besser mit euren Followern in dem Moment in Kontakt zu treten beziehungsweise optimaler eure Kampagnen einzustellen.
das war der Kurz-Tooltip für heute. An der Stelle guckt euch Pabla an. Wie gesagt, es gibt hier noch eine Menge cooler Features, dass ihr beispielsweise eben auch eure Postings beziehungsweise eure sagen wir Postings dazu, das passt schon, hier vorarbeiten könnt oder voreinstellen könnt. Ihr könnt das nicht nur bei einem Netzwerk, könnt es nur sagen, wir machen es gleichzeitig auf mehreren Netzwerken an der Stelle. Ihr könnt hier euer Material hinzufügen, ihr könnt eure Hashtags hinzufügen und dementsprechend auch für jedes Netzwerk gewisse Dinge noch hinzufügen, wie ihr seht, an Kommentaren, an Links und die richtige Zeit auch einstellen, wann ihr das rausschicken wollt. Es ist auch die Möglichkeit, das im Bulk zu importieren. Also wenn ihr sagt, wir haben jetzt eine ganze Serie von 10, 20 Postings für eine Kampagne erstellt, für Instagram beispielsweise, könnt ihr die hier sogar hochladen und müsst ihr nicht händisch alles eintippern an der Stelle. Also alles in allem ein sehr, sehr, sehr spannendes Tool. Wenn ihr dazu Fragen habt, dann kommt gerne in das Brand Translation Coaching. Die nächsten Termine findet ihr im Kalender. Dann können wir da nochmal gerne durch eure spezifischen Fragen durch das Tool gehen. Aber guckt es euch an. Es ist dementsprechend auf jeden Fall ein super Deal, damit zu arbeiten. Spart Ressourcen und macht euch mehr sichtbar bzw. eure Marke. Gut, ihr Lieben, das war's für heute, fürs Best Practice. An der Stelle, es muss ja nicht immer eine Stunde lang sein, kurz und knapp. Und wenn ihr, wie gesagt, dazu Fragen habt, dann kommt vorbei ins Coaching. Und wir hören uns im nächsten Coaching oder Best Practice Training nächste Woche zu einem der weiteren Themen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eure Carmen. Ciao, ciao.